Welcome to Master German Language with Series, a story-driven approach to learning German. Follow the captivating love story of John, a race car driver, as he navigates life, love, and challenges. Learn German in a natural and engaging way with subtitles in multiple languages. Let the journey begin. So you're really going after him? Du fährst ihm also wirklich nach? Christina tried to stay calm. Christina versuchte ruhig zu bleiben. She carefully folded the blouse Sorgfältig faltete sie die Bluse zusammen and placed it with the other items. und legte sie zu den übrigen Sachen. Only then did she look at her mother. Erst dann sah sie ihre Mutter an. Danke. Mom, it was agreed that I would go to the race. Mama, es war ausgemacht, dass ich zum Rennen fahre. I promised Jan I'd be there for the start. Ich habe Jan versprochen, beim Start dabei zu sein. I wonder if that's really necessary, Marianne Hoffman said. Ich frage mich, ob das wirklich nötig ist, Sagte Marianne Hoffmann Crossing her arms in front of her chest. und verschränkte die Arme vor der Brust. If he wants to see you, he should stay at home. Wenn er dich sehen will, dann soll er zu Hause bleiben. But then he wouldn't win, her daughter countered. Dann kann er aber auch nicht gewinnen. Konterte ihre Tochter. Race car driver, the farmer's wife snorted. Rennfahrer! Die Bäuerin schnaubte durch die Nase. So you're okay with your future husband becoming a race car driver? Du bist also damit einverstanden, dass dein zukünftiger Mann Rennfahrer wird? That means he'll be spending more time at various racetracks Das bedeutet doch, dass er mehr an den verschiedenen Rennstrecken zu Hause sein wird, than at home with you. als bei dir. For a moment, a shadow passed over Christina's face. Für einen Moment legte sich ein Schatten auf Christinas Gesicht. She had often thought the same thing herself, Sie hatte selbst oft ähnliche Gedanken. but as before, she quickly pushed the thought aside. Doch wie zuvor schob sie diese rasch zur Seite. She straightened up. Sie streckte sich. I'll accompany him whenever possible. So oft es möglich ist, werde ich ihn begleiten. And once Jan has earned enough money, he'll stop. Und wenn Jan genug verdient hat, dann hört er damit auf. Her mother furrowed her brow. Ihre Mutter runzelte die Stirn. Do you really think it will be that easy? Glaubst du wirklich, dass das so einfach geht? He's loved racing since he was a kid. Er ist schon als Kind leidenschaftlich gern Go-Kart gefahren. He's a truly passionate driver. Er ist ganz sicher ein ausgezeichneter Fahrer And I'm sure he'll be one of the best. und wird zu den Besten gehören. Exactly. That's the point. Genau, darum geht es doch. Christina became more animated. Christina wurde lebhafter. Mom, racing is about a lot of money. Mama, im Rennsport geht es um viel Geld. Jan wants to earn his share. Jan will mitverdienen. Where else would we get the money for a car dealership? Woher sollten wir sonst auch das Geld für ein Autohaus nehmen? We'll work, of course, and we will succeed. Wir können arbeiten und das werden wir auch tun. But first, we need some startup capital. Aber wir brauchen erst einmal ein Anfangskapital. Marianne Hoffman said nothing but lowered her gaze. Marianne Hoffmann sagte nichts, senkte aber den Blick. Mom, we've talked about this before. Mama, wir haben doch schon darüber gesprochen. Jan and I want to get married this year. Jan und ich wollen dieses Jahr noch heiraten.
For a while, we'll have to stay here, Eine Zeit lang müssen wir wohl noch hier bleiben. but we want to be independent. Aber wir wollen uns selbstständig machen. Since Jan's passion is cars and he's a trained mechanic, Da Jans Leidenschaft Autos sind und er gelernter Automechaniker ist, we're thinking about opening a dealership with a workshop denken wir an ein Autohaus mit Werkstatt. and maybe even a gas station on the outskirts of town. Vielleicht auch mit einer Tankstelle am Stadtrand. Why? Jan's father owns a workshop. Wozu? Jans Vater besitzt eine Werkstatt. You don't have to go far away. Ihr müsst doch nicht in die Fremde gehen. Mom! Christina was starting to get impatient. Mama, Langsam wurde Christina ungeduldig. We want to live in the city. wir wollen in der Stadt leben. That's not far away. Schönberg is only about a 20-minute drive from here. Das ist doch nicht die Fremde. Schönberg ist höchstens 20 Autominuten von hier entfernt. Still, Trotzdem, Christina placed her hands on her mother's shoulders. Christina legte ihrer Mutter die Hände auf die Schultern. You're just like all mothers. She laughed. Du bist wie alle Mütter. Sie lachte. Now that it's serious and I'm leaving home, Jetzt, da es ernst wird und ich das Elternhaus verlassen will, you suddenly come up with all kinds of concerns. kommst du mit den unterschiedlichsten Bedenken. When I was a teenager, Als ich ein Teenager war, you wanted to persuade me to go to university. wolltest du mich zu einem Studium überreden. You wanted the world to be open to me. Du wolltest, dass mir die Welt offen steht. You didn't want me to wither away in this little village. Ich sollte nicht in diesem kleinen Dorf versauern. True, her mother admitted. stimmt. Musste ihre Mutter zugeben. A hint of a smile appeared on her face. Die Andeutung eines Lächelns erschien auf ihrem Gesicht. You were such a charming little girl. Du warst so ein bezauberndes kleines Mädchen. Christina removed her hands from her mother's shoulders, stepped back, Christina nahm die Hände von den Schultern der Mutter. Sie trat einen Schritt zurück and asked coquettishly, und fragte kokett: "And now, am I ugly now?" Und jetzt? Bin ich jetzt etwa hässlich? You're very beautiful, my child, and you know it too. Du bist sehr hübsch, mein Kind, und offensichtlich weißt du das auch. But that's the thing. I had hoped for a completely different life for you. Aber das ist es ja. Ich hätte mir für dich ein völlig anderes Leben gewünscht. As a young girl, I dreamed of seeing the big, wide world. Ich jedenfalls träumte als junges Mädchen von der großen, weiten Welt. But I wasn't as pretty as you. Ich war aber nicht so hübsch wie du. I always thought you'd meet someone special. Ich dachte immer, dass du einmal einem ganz besonderen Mann begegnen würdest. But for that, you would have had to leave here. Aber dazu hättest du von hier weggemusst. You wanted to leave our village back then? Du wolltest früher einmal weg aus unserem Dorf? Christina was surprised. Staunte Christina. I had no idea. Das wusste ich gar nicht. I even dreamed of going to Australia.
Ich träumte sogar von Australien. I wanted to attend a higher school, Ich wollte eine weiterführende Schule besuchen. but my parents didn't have the money for it. Doch dafür hatten meine Eltern kein Geld. For a moment, the farmer's wife gave in to her memories. Einen Augenblick gab sich die Bäuerin ihren Erinnerungen hin, Then shrugged. dann zuckte sie die Achseln. I fell in love with your father, and so I forgot my dreams for the future. Ich verliebte mich in deinen Vater und vergaß meine Zukunftsträume. And have you ever regretted it? Und? Hast du es je bereut? No, her mother said firmly. Nein, Entschieden sagte es Christinas Mutter. But you had every chance. doch du hättest alle Chancen gehabt. Maybe if there hadn't been a gas station owner named Mschler, Vielleicht, wenn es da in unserem Dorf nicht einen Tankstellenpächter namens Müller gegeben hätte, in our village with a son named Jan. der einen Sohn namens Jan hat. Because I fell in love with him almost 3 years ago. In diesen habe ich mich verliebt. Und das schon vor fast 3 Jahren. All right, I suppose I have to accept that. Schon gut, das muss ich wohl akzeptieren. Marian Hoffman shrugged again and turned to leave. Erneut zuckte Marianne Hoffmann die Achseln. At the door, she paused and, speaking more to the door than to Christina, said, Dann wandte sie sich um. An der Zimmertür hielt sie aber nochmals inne. Mehr zur Tür gewandt als zu Christina sagte sie, I just want what's best for you. Ich will doch nur dein Bestes. All right, Mom, then keep your fingers crossed for us. Gut, Mama, dann drücke uns die Daumen. I'm really hoping Jan wins the race tomorrow. Ich hoffe so sehr, dass Jan morgen das Rennen gewinnt. And what then? The farmer's wife turned back to her daughter. Und was dann? die Bäuerin drehte sich nochmals zu ihrer Tochter um. Then he'll be celebrated as a winner. Dann wird er als Sieger gefeiert. And I'll be by his side. Und ich werde an seiner Seite sein. Mom, I'm sure Jan will make it. Mama, ich bin sicher, dass Jan es schaffen wird. One day, you'll watch him on TV and be proud. Eines Tages wirst du ihn im Fernsehen bewundern können. Child, you have such dreams. Kind, du hast Träume. No, Mom, these aren't dreams, Christina said firmly. Nein, Mama, das sind keine Träume. Widersprach Christina. Jan's goal isn't to become famous, but to earn money. Jans Ziel ist es, nicht berühmt zu werden, sondern Geld zu verdienen. For us. Für uns. The car dealership where Jan will be the boss is our goal. Das Autohaus, in dem Jan der Chef sein wird, ist unser Ziel. So you really want to leave the farm? Du willst also wirklich weg vom Hof? Mom, you've known for a long time that I wouldn't stay here forever. Mama,
Du hast doch gewusst, dass ich euch nicht ewig hier helfen werde. Mrs. Hoffman nodded. Frau Hoffmann nickte. I think your father knows that too. Ich denke, dass auch Papa das weiß. You should have a better life than we did. Du sollst es ja einmal besser haben als wir. We've done everything in our power to make that happen. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. I know you wanted me to be a university graduate, an academic. Ich weiß. Ihr wolltet eine studierte Tochter, eine Akademikerin. Christina laughed again. Christina lachte wieder. You can put that thought to rest for good. Das könnt ihr euch endgültig aus dem Kopf schlagen. Marianne Hoffman nodded but still had something on her mind. Marianne Hoffmann nickte. She lingered at the door until Christina asked, Blieb aber weiter an der Tür stehen. Christina fragte, Is there something else, Mom? Ist noch etwas, Mama? What happens next will leave you speechless. Will Jan finally uncover the truth at his favorite spot? Or will things take an unexpected turn? Don't miss the next episode of Jan's love story. It's going to be unforgettable. Want to test how well you understood this episode? Check the description below for a free worksheet with questions about this episode. No sign-up required. Just click and learn. See you in the next thrilling chapter.